Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren frohen Part Tales of Zestiria. Wir schlagen uns hier gerade super schlecht, denn wir versuchen hier gerade gegen Symone-Let, Martellus und alles mögliche zu kämpfen und umgehen lieber die Hälfte von dem, was hier ist, weil wir wissen ja, dass die Standardgegner fast schlimmer sind als Bossfights. Außer die Bossfight, die wir als letztes hatten. Dort mussten wir nämlich gegen eine Vision von Symone kämpfen, wo wir zweimal gegen uns selbst kämpfen können. Sehr amüsant. Sehr amüsant. Ich weiß nicht warum. Schau ich mal an. Mikleo ist Level 49. Alle sind über 50. Es liegt daran, dass immer, wenn wir einen Kampf gewinnen, dass er immer stirbt. Pech gehabt, ist mir doch wurscht. Kann doch sterben, Mann. So. Ist mir wurscht, denn wir nehmen Zestiria und einer in die Party. Und ich hoffe, wir müssen einfach keine großen Strapazen mehr machen. Was bringen die? 1400 Teilung für alle? Nein, das hau ich nicht raus. Kriegst du von mir du kriegst sogar von mir ein Apfelgummi, also das ist genug Sympathie für dich. Wir schauen einfach mal, wen wir jetzt als nächstes noch treffen werden. Ich hoffe einfach mal auf Symone und Helda von Dach. Ich weiß gar nicht mehr, wen alles noch. Und schon wieder sind wir in einer wunderschönen Höllendimension. So. Immer schön dem Pfad der Gegner folgen. Die Gegner, die 10-mal so stark wie wir sind, aber immer noch so viel Erfahrung geben, als wären sie 10 Level schwächer als wir. Das ist der Zestiria. Wir hatten jetzt nie Probleme. Und die haben schon ewig lang nicht mehr viel Standard-Boss-Kämpfe gemacht. Und trotzdem, auf einmal, bam, zieht es einfach mal so an Bossfight-Level. Ich meine, komm, ich kann ja verstehen, dass die Gegner stark sind, aber hey, der letzte Bossfight, der weniger ist 20 Minuten davor, war Level 60 und jetzt der nächste Bossfight ist Level 75. Oh nein. Ätzendes Drecksding. Ätzendes, hässliches Drecksding. Sorry. So. Okay, weil wir sehen hier schon, dass wir erneut gleich nochmal gegen uns kämpfen können. Diesmal in einer anderen Amortisierungsform. Cool. Hallo? Ach cool, hätten wir sie punchen können, oder? Ja gut, jetzt sind sie immer noch ein Level stärker, oder? Bilde ich mir das ein? So. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich bin verzweifelt. What brought us to life. Did you know that? Oh, please. We're not so dumb as to fall for that garbage. Symone, are you getting desperate? You go to hell! Ich kann nur sagen, ich weiß gerade nicht, warum meine Anzeige von 4 auf 2 Punkte gesunken ist. Warum mich die so krass fertig macht und ich nicht die geringste Chance habe, mich zu wehren. Entschuldigung, ich muss jetzt sagen, dass du mir einen Gummi zuschmeißen sollst. Greifen mich gerade beide an oder bilde ich mir das ein? Ach gut. Das macht die Sache natürlich viel leichter, vernünftig zu kämpfen. Ey Mann, was machen eigentlich meine Teamkollegen, Mann? Ich muss das mal ernsthaft fragen, Mann. Weil sie können ja nicht viel machen, wenn ich gleichzeitig von 2 Gegnern angegriffen werde. Aber naja. Bubble Arrow, Mann, ich bubble dich auch gleich. Meine Bubbles gegen seine Bubbles. Seine Bubbles sind nur 20 Mal so stark wie meine, aber das ist ja schon wieder Details, Mann. Komm schon, hau doch mal ab, Mann! Ich kann nicht weghüpfen. Ich kapier gar nichts mehr, Mann. Ich verstehe nicht, wieso ich überhaupt versuche, vor den Gegner wegzulaufen, dass sie 5-mal so schnell sind wie ich. Und da ich mir kein Gummi zuwerfen kann. Frag mich nicht mal, Leute. Ich kapiere das doch auch alles nicht. Geil, das habe ich meine einzige Chance, nämlich man müsste das Artis verhauen. So, gut, also er hat noch fast voll Leben. Hier haben wir knapp 4000 abgezogen. Und ich laufe... Es ist traurig, wie hohl ihr einfach seid, Mann. Ich verstehe nicht, warum meine Charaktere einfach wirklich vor den Gegner laufen, Mann. Ich kann eh nicht mit dem kämpfen. Das bringt eh nichts, Mann. Haben wir noch? Edna? Ich bräuchte Lailah, Mann. Das ist einfach so. Ich kann nur mit Lailah und Zestiria gut kämpfen. Mit den anderen geht's einfach nicht, Mann. Und ich kapiere auch nicht, wer von denen ich bin und wer nicht davon ich bin. Mach doch nicht den vor. Hey. Das ist ernsthaft. Hey. Leute,
Ich tue seit einer Viertelstunde draufdrücken, einfach mal, dass ich mal ausweichen kann. Es klappt nicht. Es klappt, ungelogen klappt es einfach nicht, Mann. Ich kann nicht ausweichen den Attacken von denen. Ich kann mich nicht wehren, ich kann mich nicht mehr bewegen, wenn die mich angreifen. Schau euch das an, Mann. Ich mache eine Attacke und sie wird einfach vaporisiert, Mann. Sie kommt gar nicht an. Schau euch das an, Mann. Ich sage, ich muss nicht kämpfen. Ich kann mich, wenn ich mich irgendwo in die Seite hinstelle und nichts tue, hat das dieselbe Wirkung, weil die Attacken einfach nicht ankommen, Mann. Ihr seht es, zack, instant tot, Mann. Ohne, schaut euch an, ihr müsstet mir glauben, Mann, ich smash hier die Tasten, nichts passiert, Mann. Ich habe keine Reaktion, Mann, weil die gegnerischen Attacken 5-mal so schnell sind. Danke, Mann! Es war doch nicht mal so schwer, endlich mal dieses drecksmystische Artis rauszuhauen, Mann. Verreck, du blöde Rose-Klon. So. Wenn wir die besiegt haben, dann war das ja schon fast die halbe Miete, Mann. Alter, Mann. Alter, Mann. Hey, wisst ihr was? Wieso habe ich überhaupt Mitstreiter, Mann, wenn ich immer nur... Schau euch mal an. Ich werde... Jeder in dem Spiel greift mich an, Mann. Schau euch an. Die scheißen einfach auf mich. Scheißen auf meine Teamkollegen, weil ich ja hier scheinbar nur das aktive Ziel bin. Ich will doch nur die blöde Kuh besiegen. So. Ja, komm, weich doch mal aus, Mann! Ich hau gleich mein Gameplay kaputt, Mann. Wenn mein Charakter einfach da steht, oh, ich habe einen Schlag abbekommen. Oh, dann bekomme ich gleich nochmal einen. Du Dreck-Simone, Mann. Also, es gibt so Charaktere in diesem Spiel, denen gönne ich keine Erlösung, Mann. Die sollen wirklich qualvoll einfach sterben, Mann. Das ist einfach so. Und Simone gehört definitiv gerade dazu, Mann. Mit diesen Drecksklonen, die soll selber kämpfen, Mann. So, und der einzelne Sorey ist ja gar nicht das Problem. Das Problem war einfach nur Rose in ihrer blöden anderen Form. Und jetzt, Simone, töten wir dich. Vernichten wir dich. Ah! Let's go. But Simone's just gonna throw more of her crap at us. I bet she will, but it won't be anything we need to worry about. Probably not. Even her illusions are starting to lose their spectacle. She can make passable imitations of Rose and Sorey, sure, but it's looking like everything else is beyond her reach. Yeah, if she could scare us with anything she wanted, you'd think there'd be more guts and stuff. Spleens. Spleens? Anyway, let's keep moving forward. Right. We don't want to let her stall us here while we talk about how bad she is at her job. Yeah. So. Vielleicht kämpft sie jetzt auch mal einfach mal so gegen uns, anstatt dass sie die ganze Zeit abhaut und die ganze Zeit irgendwelche feigen Moves macht. Ah, Leute, Mann, es ist so anstrengend, Mann, so zu kämpfen, Mann, weil ihr sagt gerade, es ist immer das Problem, dass die Charaktere einfach sich nicht wehren, vernünftig. Was ist das? Oh, ich kann mich teleportieren. Super, will ich gar nicht hin. So, stellt sie sich jetzt auch mal echt zum Kampf gegen uns oder haut sie dann wieder ab? Hallo, Simone Boni? A dead end. What? But this was the only path. Another illusion. We can't waste any more time. I think we'll need to come up with a way to punch through her illusions. How? Illusions or not, they still punch back pretty good. I don't think the illusions will last much longer. Huh? Why not? Simone is a seraph. It's gotta be hard for her to maintain her powers in the middle of all this malevolence. Speak of the devil. For all the illusions I craft for you, your hearts refuse to budge the slightest inch. It seems I will need to take other measures. What, baton twirling? Submit yourselves! So, also, nun haben wir endlich mal nur Simone, die natürlich auf Level 76 ist, weil ich finde es ja geil, ich sag ja, der vorherige Bossfight, dieser Cerberus, der war auf einem entspannten Level, wo man echt kämpfen konnte. Und jetzt kommt das Monster. Aber egal, sehen wir schon mal das Positive an dem Fight, sie ist alleine. Sieht übrigens gerade hammergeil aus, das Bild. Das macht die Sache, muss ich mal wirklich sagen, ungefähr um 5 Millionenfache leichter, da wir uns nicht die ganze Zeit drum kümmern müssen, von allen Seiten bebombt werden. Das Negative ist, sie wird diesmal sicher mystische Artis wieder auspacken. Und wir erinnern uns noch an den lustigen Flammendämon. Wir müssen nur verhindern, dass sie ihre Artis raus hat. Weil natürlich ist ja ein Seraph, das heißt, sie ist im Nahkampf ultra schwach.
Und das heißt einfach, wir werden die ganze Zeit... Misshapen flowers. Fit only to be clipped. Lailah, is this an illusion too? No, I suspect this is the real Simone. Either way, we just gotta keep at it. Das heißt also, wir müssen im Endeffekt nur die ganze Zeit schön draufhauen. Und verhindern, dass sie ihre Artes ausführt. Ihr irgendwie Schaden machen, was wir aber sehr schlecht tun. 6000 haben wir ja schon abgezogen. Und hoffen einfach mal, dass sie krepiert, Mann. Das kann doch gar nicht so schwer sein. So, ich sage, ihr seht, sie macht nur ihre Artes. Wir müssen nur immer verhindern, dass sie ihre Artes macht. Good boy and disappear. You don't have it in your heart to kill a seraph anyway. Why don't you speak for yourself, Toots? Then kill me if you can. And unleash your hellion nature. Ich zeig dir gleich mal deine Helionatur. Oh nein. Das wär's ja, wenn sie sich jetzt da im Helion verwandelt und dann so ultimativ stark wird. Hier bist du. Was ist diese Attacke, Mann? Die ist so merkwürdig, Mann. Dass sie irgendwie nicht so viel bringt eigentlich, aber egal. Squire, all of you. Your souls refuse to be stained. And together let us dance in visions of magic. Komm schon, komm schon, komm schon. Also sie ist so mal, also wenn sie jetzt nicht gerade ihre mystischen Artes auspackt, was sie wahrscheinlich gleich tun wird. Ja, dann ist gerade Lailah gestorben. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich weiß wirklich nicht, warum sie ist. Ich glaube, das war ein Artis, was sie eingesetzt hat. Aber ich bin mir jetzt da auch nicht so sicher. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir nicht in ihr ein mystisches Artis von ihr reinlaufen. Will ich schon mal gar nicht machen. Alter, das ist die Attacke, dieses Höllentor. Your curtain call, you shall perish, but your despair shall not. An eternity shall escape. Don't overdo it. Suffer, suffer. Burrowing dread, suffer for an eternity. Das dachte ich mir fast. So, okay, jetzt fängt sie natürlich mit dem mystischen Artis an. Was die Sache doch jetzt ein wenig erschwert. Ich hoffe, Rose, du würdest dir... Es wäre mir sehr lieb, wenn du jetzt einfach Edna nehmen würdest. Und genau. Ist gut an ihrem Artis, wenn sie nicht gerade zu viert da ist. Dann ist das Gute daran, dass sie halt, mir fällt nichts Gutes an. So, der Kampf ist trotzdem, wird jetzt doch nochmal richtig hart, Mann. Und ich kann schon wieder kein mystisches Artis ausführen, Mann. Genau das wollte ich. Ich wollte es nämlich nicht einsetzen. So, nein, ich wollte sagen, das einzige Gute an ihrem verdammten mystischen Artis ist nämlich, dass sie... Jetzt ist sie tot. Das ist scheiße. Ich sehe mich nicht. Aber egal. Ich muss mich nicht sehen, um zu kämpfen. So, dann kümmere ich mich mal um einen von den Klonen, Mann. Nein, das Gute ist an dem mystischen Artis, sie kann immer nur einen damit angreifen. Und das ist echt wichtig, dass wir halt, wenn sie einen von uns trifft, dass der andere noch lebt. Komm, lauf mal. Alter, Mann. Komm, amortisiere dich mit Mibo. Ah, okay, ist wurscht. Es bringt gar nichts, auf die anderen zu gehen, Mann. Weil, es sind viel zu viele, Mann. Ich kann jetzt schon eine von denen töten oder so, aber habe ich was davon? Nicht so richtig, gell? Ich werde jetzt eine oder zwei von denen töten können. Rose ist übrigens schon wieder tot, das heißt, ich muss mich schon wieder hier verstecken. Weil wenn ich mich nicht verstecke, dann bekomme ich ein mystisches Artis ab und das ist mein Tod. So. Alter, komm. Ich wollte es eigentlich ihr zuwerfen, aber sie ist natürlich gelähmt, deswegen kann ich natürlich nichts machen. Das war, glaube ich, übrigens ihr mystisches Artis. Das lilane Zeugel da. So, kurz mal weglaufen. Erstmal weglaufen. So, Lailah ist da. Jetzt warten wir kurz, bis sie sich amortisiert. Das macht sie aber auf Lailah. Das ist nicht so schlimm. Also, mal abgesehen davon, dass es voll gruftig aussieht. So, sie lebt sogar. Sie lebt nimmer. Okay, es bringt nichts, jetzt anzugreifen. Wir müssen jetzt warten, bis einer... Achso, spawnen unsere Freunde gar nicht mehr, oder? Weil die jetzt so oft gestorben sind. Das kann natürlich sein, ich weiß noch nicht. Ich glaube, erst einmal ist bis jetzt noch nie einer unserer Freunde gestorben. Oh, doch, von wegen. Mibo ist doch schon da. So, alle haben nicht mehr so viel Leben. Außer sie hat natürlich noch 10.000.
Dann müssen wir jetzt kurz warten, bis es sich amortisiert. So, jetzt haben wir schon mal eine besiegt. Ist das die richtige? Ich weiß es nicht. Doch, das ist die richtige. So, verdammt nochmal, Sylphistia. Das sollte reichen, um die anderen beiden zu töten. Und jetzt hat es nur noch 4000 Leben. Das ist hier verkacktes mystisches Artes, Mann. Glaube ich. Komm schon. Jetzt ist... Wie kannst du eigentlich schon wieder down sein, Mann? So. Okay. Wie gesagt, die mystische Art, das kann immer nur einen von uns treffen, so wie ich das kapiert habe. Und das ist so verdammt wichtig für uns, weil das heißt, wir können beide schön auf Frauenkämpfer machen. Da ihre anderen Simones besiegt sind, heißt es nicht viel. Weißt du aus? Sehr geil. Und du heißt, ja, wie denkst du mit, Mann? So, 1400 Leben, Mann. Wir wissen aber ja, die letzten sind immer die schlimmsten. Es ist doch nur noch eine Simone da, wie können dann da so viel sein? Aber es stimmt schon, jetzt wo die anderen Simones besiegt sind, ist das gar nicht mehr so schlimm. Also, okay, es hat immer noch gereicht, um sie zu töten, aber das ist wurscht, weil Lailah lebt. Amortisier dich. So, fest mit Mioma und jetzt... Okay, die verstärkt die Attacke. Komm schon, Mann! 500 Leben. Komm schon, Mann! Simone! If you don't kill me, this stage will never know a curtain. Symone, that's enough. Do you accept death? Wait! Shepard! There it is. So that's your real face. Let's go. I'm worried about Gramps. Oh, sure. It's already too late. Everything is lined up just as our Lord has planned it. And what? You think we're the types to just turn around and run home? Why must you fight back? The more you fight, the more you suffer. Why do you resist our Lord's vision? A world free of suffering, free of restraint. I know you haven't forgotten that wind seraph who gave his life for the burden of his sins. The answer he reached was that of revenge. Tell me, is that not the same goal our Lord shares? By denying our Lord, are you not denying him as well? Dezel did suffer, I know. But he made a decision and put everything toward achieving it. Yes, with the end goal of freedom from agony. But Dezel was... To resist and fight against one's own sins. Such foolishness is nothing less than the denial of the self. And for all that resistance and denial, all of the sacrifice, nothing awaits but an empty death. Symone, since you stopped resisting, have you ever felt truly alive? What? It is true that fighting back brings pain and suffering. But once you raise your head and take the first step toward your answer, wouldn't you think that is when life begins? At first, I'm sure, Dezel was trying to break free from his suffering. But even when he remembered his true past, did he curse the very sins you speak of? Did he despair and just give up? Oh, I see. So that's why in the end, Dezel was smiling. Why he was able to smile. Is that it, Lailah? But what does that matter? If you don't reach the correct answer, you've got nothing to show for it but hollow contentment! And when did contentment become a bad thing? The goal is important, but that doesn't mean that the journey is not. Mere sophistry. Haven't you noticed by now? We're pressed for time, and yet here Lailah is trying to do you a favor. Symone,
Remember what you asked me that one time? Should one who only brings misfortune be allowed to exist? Is that entity evil to the core and worthy of death? It wasn't a question that required an answer. But I'm answering it anyway. You don't have to think of yourself as evil. Or, I mean, it's okay if you're evil. What? Well, I mean, that's not quite what I really wanted to say. Like, Don't try to be eloquent. I think all kinds of people should live. Together, we can find the way for all of us to be happy. And so you too. You don't understand. You don't even understand how cruel you are. You talk of happiness, yet even now you snatch it away from me. I have no reason to exist if I cannot work for the cause of our Lord. No reason at all. Will she not get it? Can I please punch her? Let's go, Saray. Yeah. Ganz merkwürdig. So ganz hat sie immer noch nicht verstanden, auf was die Sorey hier raus wollte. Und so ganz verstehe ich sie immer noch nicht. So, schauen wir mal ganz kurz. 57. Ah, vielleicht sind wir jetzt doch auf einem guten Weg mal. So this is Camelon. My first time here, yet I already know the place. Feels bizarre. It's like time has stopped ticking here. You might be more right than you realize, considering how much power Mautellus wields. So, this is where he died. Lailah, are you okay? Thank you, Saray. I'm just fine. We got a ways to the shrine still. Keep your chins up. Quite. Gut, und nun sind wir angekommen in Camlin, dem Dorf des Ursprungs, wo alles begonnen hat. Und so wie es aussieht, auch alles enden wird. Ein passender Ort, denke ich mal. Puh, Leute. Ich freue mich, dass wir hier diesen unglaublich harten Bossfight irgendwie geschafft haben. Er war für meinen Geschmack viel zu hart. Aber ich muss sagen, jetzt ganz ernsthaft. Es war, ich sag ja, dieses typische Tales-Mech. Ich meine, Symone, muss ich sagen, war jetzt nicht so hart, Mann. Es war nervig, als sie ihre Klone beschwört hat. Das war echt eine harte Phase. Aber ansonsten, Mann, ging der Fight schon. Es ist halt ein bisschen fies, dass wir nirgendwo Items herholen können und dass der Dungeon, ich denke mal, hier noch eine Weile lang dauern wird. Willst du dich nicht heilen oder amortisieren oder irgendwas Cooles machen? Rosie, das eine Leben? Okay, jetzt hast du mal keinen Leben. Aber, ernsthaft, er ging. Also auch wenn wir 20 Level unter ihr waren. Das ist schon okay, Mann. Ich sag ja, es ist immer nur, wenn mehrere Gegner sind. Einen einzelnen Gegner kann man locker besiegen und Symone, außer ihr mystisches Artes, auf was wir halt unglaublich aufpassen mussten. Ansonsten ging das. So, 400 Erfahrungspunkte. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Das muss ich mir echt hier nochmal leveln. 2300, das heißt also, boah, ja, aber das ist immer noch so krass viel einfach. Weil wir brauchen jetzt also ungefähr mal so um die 20 Kämpfe immer noch für ein Level, Mann. Das ist mir zu viel. Besonders halt da die Gegner halt ungefähr 20 mal so stark sind, wie wir sind. Aber egal, kriegen wir alles hin, Mann. Wir haben schon Drachen besiegt, dann werden wir doch auch Hedlaf besiegen. You know, I can't help but feel sorry for Symone. She must have been having a hard time coping with her burdens. To the point that she couldn't find meaning in her life until she started working for Heldalf. And with such tremendous powers, too. It's a real shame she couldn't believe in herself. She could have killed us with those powers of hers. I wonder if Heldalf ordered her not to. But more than that, I'm wondering if she could have killed us. Her powers went beyond the typical domain of seraphic arts. They felt more special. Oh, you mean like from an oath? An oath she took not to kill anybody. Humans, Seraphim, Hellions, whatever she's up against, she can do anything and everything but kill them. Feels like it means something, and at the same time, it doesn't. But at the end, it felt like she was genuinely going all out on us. That's how much she wanted to kill us. Even if it meant breaking her oath, losing her powers, and defying her feline overseer. Yes. If she hadn't been hampered by the concentration of malevolence in this area,
We were very lucky. She hated me that much. Ganz schräger Feind, sage ich ja. So. Einmal nur eine kurze Frage. Jetzt dürften wir uns theoretisch wohin porten. Aber 16.000 kostet uns das. Aha. Aber wo? Wo haben wir auf einmal 280.000 Geld her? Das liegt an den ganzen Bossen, die wir jetzt hier haben. So. Gut. Machen wir. Ernsthaft machen wir. Weil ich brauche unbedingt Items. Unbedingt, Mann. Jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Ein kleines Nickerchen, glaube ich, war auch nicht schlecht. So. Items kaufen. Danke, mein Lieber. Zack. 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 Okay. Das ist wichtig. Okay. Alles Wichtige. Okay, kaufen, Mann. Da gebe ich meine ganzen Geld her. So, wir sind Stammkunde, aber wenn die uns so abziehen, hey, wir wollen hier die Welt retten und die ziehen uns ab, das finde ich eigentlich richtig unfreundlich. Aber egal, so sind halt die Menschen hier. So, legen wir uns nochmal auch kurz aufs Ohr und hören uns vielleicht eine schöne, sympathische Skizze an. Wer weiß. Can't believe we really beat the dragon. Pretty impressive. That's why you the man, Saray. I know. It's about Edna's brother, isn't it? You might have noticed that already, but if we shoot Eisen with Siegfried, We might be able to get rid of the malevolence and return him to normal. it's still only a possibility. We may need more than one bullet, and who knows if this will even work. Yeah. I know that now's not the time. Sorry, maybe I said too much. But if we scour the world, we might be able to find another way. Yeah, but Heldolf ain't gonna wait for us. This could be our only chance. I'm not forcing it, you know. Because you'll do it yourself anyways, right? You bet I will. Stimmt, Ednas Drachen, den haben wir jetzt eigentlich ein bisschen hier aus den Augen verloren, aber mei. Die Edna, die managt das schon. So. Jetzt muss ich mir überlegen, will ich echt nochmal zurück, Mann? Ich will eigentlich nicht, weil hier könnte man wirklich eigentlich theoretisch zum Thron von Arceus. Hier kommen wir nochmal jetzt zum letzten Mal eigentlich, weil so oft können wir das jetzt auch nicht machen, weil dann ist unser Geld ja gleich weg. So, aber mein Gott, was soll man sonst machen, außer wieder zurückgehen? Ich meine, es ist auch im Endeffekt der beste Levelpunkt. So muss man es ja auch sehen. Nirgendwo gibt es sympathischere Gegner. Gut, ich würde sagen, Leute, an dieser Stelle machen wir doch mal einen ganz kleinen Cut. Beim nächsten Mal, ja, gehen wir dann weiter. Schauen wir mal kurz, wie lang der Weg ist. Boah, schon ein Stückerle. Da ist sogar ein Item-Store. Oder? Dann. Okay. Wie auch immer, wir werden sehen, was uns dann schon so Schönes erwartet. Doch davor machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es weiter mit Tales aus Zestiria. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.